Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal Was tun, Herr Ingenieur. Heute geht es weiter mit dem OpenWRT-Projekt und wir werden uns erstmal damit beschäftigen, dass wir die Kommandozeile ans Rennen kriegen. Haben auch einige in den Kommentaren geschrieben, das ist der einzige Weg, das Ding zu konfigurieren. Ist klar, da werden wir uns jetzt drum kümmern. Und als nächstes gucken wir, dass wir den Speicher so weit vergrößern oder erweitern, dass wir da auch ordentlich was installieren können. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, die OpenWRT mitbringt und das wollen wir heute zusammen machen. Damit haben wir eigentlich das Projekt so weit vorbereitet, dass wir ab dann so viel installieren können, wie wir für das insgesamt brauchen werden. Also dann geht's los, viel Spaß dabei. Dann kann es ja losgehen. Also als erstes loggen wir uns mal in die Web-Oberfläche ein, damit wir überhaupt den Secure Shell Zugriff freigeben können. Das geht hier unter System Administration. Ist das jetzt schon Deutsch? Nein, das ist Englisch. Gut. Also, da hier kann man die Passwörter ändern und dann hier Secure Shell Access. Und da muss man dann den Haken setzen, dass man das gerne möchten und auch, dass eine Passwort Authentification in Ordnung ist. So, und dann Allow Root Logins with Passwort. Das ist natürlich ja, eine Ausnahme. Später würde ich das wegnehmen aus Sicherheitsgründen. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. So, als nächstes werden wir uns jetzt hier mal einloggen. Das geht also so, SSH für Secure Shell aufrufen. Das geht ab Version 10 von Windows schon. Ist das also in der Command-Line integriert. Und dann gibt man den Usernamen ein und dann ein Add-Zeichen und dann die IP-Adresse. So, was passiert da? Tja, da kommen wir erst gar nicht rein. Also er sagt, wir müssen uns erstmal jetzt einen Key erzeugen. Also das ist dieses Private-Public-Key-Verfahren. Und den müssen wir dann in User-Verzeichnis in .ssh hinterlegen. Und in Known Hosts muss dann auch noch einmal die IP-Adresse von dem Gerät hinterlegt werden. Das ist gar nicht so schwierig. Da gibt es auch einen Befehl zu. Das machen wir zusammen und dann kommen wir hier rein. So, hier ist der Befehl ssh keygen und dann gibt man noch an, welches Protokoll, also RSA, das will er ja hier. Und dann die Keylänge, die ist standardmäßig ein bisschen kleiner, aber ich habe mal 4096 gewählt, also das ist eine relativ große Größe. Aber was soll's, wenn schon, denn schon. Also dann lassen wir uns mal hier so einen Key generieren. Sehr gut. Könnte sein, dass ich der Admin sein muss. Ich versuch's mal. Also hier neuer Key, sage ich mal. So. Neuer Key exists. Ja, von mir aus override und zack. Deine Phrase machen wir nicht. Permission denied. Okay. Also, ich muss das als Admin machen. Da geht man einfach auf die Eingabeaufforderung, rechte Maustaste als Admin ausführen. Das hat man auch in Windows 11 schon wieder geändert. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Also gut. Bitteschön. Dann eben nicht. Der Befehl nochmal so. Jetzt wird es funktionieren. Ich nehme mir auch mal einen anderen Namen. Ich habe zu oft denselben genommen. So, also den nennen wir jetzt mal hier Key 22. So, Phrase wollen wir nicht und zweimal so. Und jetzt hat es auch geklappt. Hier ist übrigens so ein kleines Bildchen. Ich habe mal nachgelesen, wozu das gut sein soll. Also da kriegt man quasi ein virtuelles Thumbnail erzeugt aus dieser SHA Code. Ja, also den Fingerprint. Wenn man also 5 so Keys nebeneinander hat, kann man auf die Weise die nebeneinander viel besser als Bild erkennen. Das ist die Idee dahinter. Na gut. Okay, jetzt können wir nochmal versuchen, uns hier einzuloggen. Wahrscheinlich geht es noch nicht, weil ich das in der SSH-Datei noch hinterlegen muss und auch noch wahrscheinlich in den Switch hier integrieren. Aber wir sind einfach mal mutig und gehen wir einfach dahin. Achso, das ist ein anderes Fenster. SSH root at 91.168.1. So, was passiert da? Selbe Problem. Also wir gehen jetzt mal in den entsprechenden Ordner und hinterlegen das mal. Moment. So Leute, ich habe es hingekriegt. War doch nicht ganz so straight, wie man es sich wünscht.
Ähm, Im Endeffekt musste ich den Eintrag bei Known Hosts rauslöschen, weil unter derselben IP-Adresse war halt schon ein Eintrag mit einem anderen Key. Und jetzt sieht das halt so aus, man gibt dann hier sein Login ein und dann sagt er, ja, willst du das neu anlegen? Dann sagt man yes, und dann gibt man sein Passwort ein. So, vertippt natürlich. Und schon ist man drin. Und ab jetzt ist man auch immer drin. Jetzt muss man das nicht mehr. Jetzt muss man jetzt nur noch sein Passwort eingeben. Da. So sieht das jetzt aus. Als nächstes muss man dafür sorgen, dass man auch genügend Platz hat, um die ganzen Pakete, die man jetzt vorhat zu installieren, auch installieren kann. Wenn man hier sich den Standard Storage anguckt, dann sind wir da schon mit der Installation fast am Ende. Das macht aber nichts. Das Problem ist bekannt. Ist bei fast jeder Box so, dass die nicht so viel Speicher mitbringt. Und daher ist es möglich, dass man den USB-Speicher dafür nutzt. Also man steckt irgendeine Art von USB-Speicher da dran, zum Beispiel einen Stick, oder man kann sogar eine kleine Platte dran stecken. Ist aber mit einem Stick eigentlich völlig ausreichend. Und dann muss man da noch ein paar Befehle eingeben. Die sind auch ganz wunderbar beschrieben hier in dem OpenWRT, auf der OpenWRT-Webseite, was man da tun muss. Erstmal so eine kleine Instruction, was also nötig ist. Also man braucht also einen gewissen Platz, um überhaupt diese ganzen Tools, die man dazu braucht, hier zu installieren. Und ab dann gibt man einfach diese Befehle hier relativ stumpfsinnig ein. Ich werde das jetzt nicht mit euch 1:1 durchgehen. Ich werde unten im Doodly-Doo auch nochmal eine Beschreibung einmal zu diesem Link zu dieser Seite machen. Und ich habe mir nochmal im Detail ausgeben lassen, was jeder Befehl einzeln macht, damit wir auch was lernen dabei. Ne? Vielleicht will man doch auch das eine oder andere modifizieren und da muss man ja wissen, was man hier tut. Aber vom Prinzip ist es wirklich so, man gibt diese Befehle hier komplett ein und zum Schluss mountet man das dann nochmal. Hier wird dann nochmal umgestellt, dass eben neue Installationen dann also nicht mehr versucht werden, direkt auf die Maschine zu installieren, sondern auf den externen USB-Speicher. Ja, das nennt sich dann Overlay und da wird das dann hin installiert. Ist ganz praktisch, weil dann hat man quasi so viel Platz, wie man nur haben will. Und solange man genügend Arbeitsspeicher hat, um die Programme auch alle ausführen zu können, gibt es da eigentlich keine Probleme. Jo. Das werde ich jetzt mal machen. Wie gesagt, für euch ist es ja langweilig, wenn ich hier Befehl für Befehl eingebe. Und dann kann ich euch zeigen, wie es dann aussieht. Also jetzt im Moment ist es so, dass wir hier keinen besonderen extra Speicher haben. Und hier, der ist schon relativ voll. Ich melde mich dann wieder. Noch eine Sache, bevor man anfängt, muss man natürlich gucken, dass überhaupt der USB-Speicher oder der Stick überhaupt erkannt wurde. Da guckt man hier. Und hier das SDA, das ist also der USB-Stick, der USB-Port. Da ist was erkannt worden. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man erstmal gucken, dass das Ding erkannt wird, sonst braucht man hier gar nicht anfangen, was umzulegen. Aber das funktioniert eigentlich, wenn man die richtigen Treiber installiert hat, auf Anhieb. So, fertig. Erledigt. Jetzt wollen wir mal gucken, was sich alles geändert hat. Also ich habe auch noch gleich nochmal die deutsche Sprache installiert. Aber die hat jetzt nicht viel ausgemacht, platzmäßig. Ja, also Arbeitsspeicher sieht nach wie vor gut aus. Und hier haben wir jetzt auf einmal Plattenplatz riesig viel. Also 5,33 Megabyte sind verbraucht. Das ist also mehr, als wir vorher überhaupt hätten verbrauchen können. Und insgesamt sind es 3,6 Gigabyte, also immer noch 0% belegt. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Was man auch noch machen kann, man kann noch eine Swap-Datei einrichten. Also das geht dann hier bei Einhängepunkte, also Mounting Points. So, da kann man dann hier noch einen Swap-Speicherplatz einrichten. Das ist, wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht. Aber das lasse ich mal drauf ankommen. Ich denke, das klappt erstmal. Ja, und dann kann man hier noch sehen, wenn man jetzt Pakete installieren will, da wird dann als Zielspeicher eben diese neue Platte angegeben, also der USB-Stick hier oben. Plattenplatz sind jetzt da diese 3,6 Gigabyte und nicht mehr der interne Speicher. Das heißt, wir können jetzt fleißig und lustig hier installieren
Und das wird uns dann nie Probleme machen, was den Platz angeht. Höchstens, dass irgendwann der Arbeitsspeicher ausläuft und er so viele Tasks gar nicht verwalten kann. Aber es gibt ja hier tolle Pakete. Also es gibt ja zum Beispiel das Asterix-Paket. Das ist ein Telefonmanager. Da kann man dann eben auch Voice-over-IP-Telefonie machen und so. Aber ich werde jetzt erstmal mein Fokus ist jetzt erstmal darauf, dass wir das Ding ans Netz kriegen, also dass das hier ans DSL geht und ganz normal als DSL-Modem auch funktioniert. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das dann hinkriegen. Das ist also das nächste. Sicher ist es soweit bis jetzt. Da kommt natürlich noch einige Einstellungen dazu. Die werden wir dann auch gemeinsam machen. Und dann wird man DHCP einrichten und alles, was er so braucht, ne, einen Zeitserver und so weiter und so fort. Aber das ist eine Sache fürs nächste Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne hättet, wie es weitergehen soll. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Macht's gut, viel Spaß im Netz. Bis dann. Tschüss.